Also was ich da so interessant finde, ist diese Idee des Regierens und des Führens, wobei Regieren man sich da nicht so im dezidiert politischen Kontext vorstellen sollte, wie Angela Merkel das macht oder ansonsten gewählte Politiker und Politikerinnen, sondern eher regieren durch das Vorbildsein, durch für die Familie Dasein, aber auch eben dann durch Entscheidungen treffen und durch ja, das Führen von Menschen. Und das ist eine Funktion, die in modernen Gesellschaften sehr stark männlich geprägt gewesen ist, männlich verstanden worden ist, die aber immer auch was mit Interaktion in solchen Familien zu tun hatte. Und also was ich dann eben gemacht habe, ist, dass ich mir ganz viele verschiedene Vaterfiguren angeguckt habe und ich dann eben die Diversität der Vaterfigur gerne herausarbeiten wollte. Also das Argument richtete sich ein bisschen gegen diese Idee der Kernfamilie. Also dass es eigentlich nur eine wirklich funktionierende Familienform gibt, und das ist die zweigeschlechtliche Partnerschaft, die Ehe, die zweigeschlechtliche Ehe mit 2 bis 3 Kindern, in denen dann eben auch die verschiedenen Ehepartner und Partnerinnen also klar geschlechterkonservative Rollen ausüben, und das als Kernfamilie eigentlich, also das sei die Familienform gewesen, die die Gesellschaft immer geprägt habe. Und wenn man sich das dann mal genauer anschaut und die verschiedenen Vaterfiguren vor allem in den Blick nimmt, aber ich bin mir sicher, man könnte eine ähnliche Geschichte über die verschiedenen Mutterfiguren nehmen, dann sieht man, dass eigentlich fast nie in der Geschichte die Mehrheit der Menschen in einer solchen Familienkonstellation gelebt hat. Weil immer irgendwer weg gewesen ist, weil irgendwer unterwegs gewesen ist, weil die Menschen früher gestorben sind, weil sie in ganz anderen als diesen sehr bürgerlich konnotierten Verhältnissen gelebt haben. Und also dieses Ideal, was dann heute auch von konservativer Seite oft beschworen wird, also früher, da haben die noch so zusammengelebt und da hat das mit der Gesellschaft noch besser geklappt. Wenn man sich das mal genauer anguckt, dann funktioniert es überhaupt nicht. Also der Clou an Männlichkeitsgeschichte und an Geschlechtergeschichte überhaupt ist ja, man könnte eigentlich sogar sagen, deshalb ist sie erfunden worden, entwickelt worden, die Veränderlichkeit von Geschlecht herauszuarbeiten, von Geschlechterzuschreibungen, aber auch von geschlechtlich kodierten Praktiken und Handlungsweisen, aber auch von bestimmten geschlechtlichen Kodierungen bestimmter, sagen wir mal, gesellschaftlicher Strukturen oder so. Ja? Und hier ist Veränderung eben ein ganz wichtiges Stichwort. Also ein Beispiel ist, nehmen wir Hegemonie. Also hegemoniale Männlichkeit ist ein ganz wichtiger analytischer Begriff in der Männlichkeitsforschung. Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist eigentlich hegemonial? Also hegemonial ist die Geschlechterkonstellation oder auch die Geschlechteridentität oder wie auch immer, die den größten Zugriff auf gesellschaftliche Ressourcen verspricht und die größten Möglichkeiten an Gesellschaft teilzuhaben und Gesellschaft zu gestalten. Und wenn man jetzt fragen würde, was ist heute eigentlich hegemoniale Männlichkeit, dann könnte man vielleicht sagen, okay, wir leben in einem Zeitalter des globalen Kapitalismus und dann wären vielleicht die global agierenden Finanzmanager mit ihren Laptops, wären heute vielleicht die Repräsentanten hegemonialer Männlichkeit. Wenn ich jetzt aber 150 Jahre zurückgehe und beispielsweise
in den amerikanischen Süden gehe, oder vielleicht überhaupt, wenn ich 150 Jahre zurückgehe, dann macht es vielleicht viel weniger Sinn, überhaupt von globalem Finanzmanagement zu reden, obwohl es das auch schon gegeben hat, aber eben nicht in der Dimension. Und wenn ich dann beispielsweise jetzt in den amerikanischen Süden gehe, dann ist es bestimmt nicht das, was einen Mann hegemonial werden lässt, sondern dann, oder eine bestimmte Form von Männlichkeit hegemonial werden lässt. Dann ist es eher Landbesitz, viel Land zu besitzen und über viele Menschen verfügen zu können. Also das heißt, es gibt hier ganz klar Veränderungen in dem, was hegemonial ist. Und das macht es dann für uns historisch zu so einer spannenden Kategorie, weil wir eben genau gucken können, was ist eigentlich wann hegemonial gewesen und wie haben also Gesellschaften zu welcher Zeit funktioniert. Was man halt sehen kann oder was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn wir uns Kontinuitäten anschauen, dann gibt es eben schon auch Kontinuitäten über vergleichsweise lange Zeiträume. Also häufig sind Geschlechterzuschreibungen relativ beharrlich. Also die sind irgendwie zäh und träge, aber die sind nicht stabil. Die sind in permanentem Wandel und in permanenter Bearbeitung. Und dann gibt es eben immer wieder Phasen sehr intensiver Veränderungen, also beispielsweise 60er, 70er Jahre. Das ist dann schon eine Zeit gewesen, in der eben großer Anstoß hin in eine Veränderung der gegebenen Geschlechterkonstellation gemacht worden ist. Was aber nicht heißt, dass es zu anderen Zeiten keine Veränderung gibt. Also es ist ein permanenter Prozess des Werdens und Entwickelns und Veränderns, aber auch des Wiederholens und Stabilisierens. Ne? Und da muss man dann eben als Historikerin sehen, wo man reingeht und was man sich anschaut.